Hallo Leute, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation, der Babyboomer mit seinem Hof-Revenport. Und zwar, Revenport liegt in Amerika, meine Familie musste hierhin auswandern, wie das in den frühen Jahrhunderten ja auch tatsächlich mal der Fall war, wo die Leute so aus religiösen Gründen und so einfach Europa verlassen mussten, verließen, um dann eine neue Heimat zu finden. In dieser neuen Heimat bin ich jetzt angekommen und wir konnten jetzt hier, also ich konnte jetzt hier mit diesen 3 Felder kaufen und ich wohne momentan noch hier in der Holzhütte hier und ja, also ich habe 3 Felder und 4 Felder habe ich. Ich habe also mein Geld hauptsächlich in Land investiert. Diese 3 Felder 19, 24, 20, 25 und darauf bin ich jetzt als Kartoffelbauer angewiesen und verdiene als Kartoffelbauer mein Geld. Also das Feld muss gegruppert werden und das Feld muss gekalkt werden. 25 und 26 muss gegruppert werden heute und dann habe ich noch 1, 2 Felder zum Abernten. Das ist das älteste. Das müsste zuerst abgeerntet werden. Ja, die Einnahmesituation sieht also so aus, dass das bringt 20 Tonnen, 21 Tonnen, 21, auch 20 Tonnen. Also die 3 Felder bringen also ungefähr 20 Tonnen Kartoffeln und das bringt ungefähr 7.000 Euro. So Pi mal Daumen, mal mehr, mal weniger. Und das Feld da drüben weiß ich noch nicht, das ist also eigentlich doppelt so groß wie diese hier. Das bringt also mehr als zwischen 36 und 56.000 Liter. Und das heißt also, dass ich da 7, 14, 21.000 mindestens rausbekomme bei der Abernte. Ja, der Nachteil der Konstruktion hier ist natürlich, dass es sehr arbeitsaufwendig ist und dass quasi eine Ernte auf die andere folgt. Also heute möchte ich also das Feld kalken und das Feld möchte ich grubbern. Das mache ich jetzt mal gleich. Kein Zögern, wir haben 6:50 Uhr, jetzt grubbern wir erstmal. Wo ist mein Traktor? Da habe ich den Traktor, jetzt kann ich den. Wo ist der Grubber jetzt hier? Da hinter mir. Den können wir gleich mal sehen, dass wir den Grubber einstellen. So. Dass wir das Feld da hinten gerubbert bekommen. Und okay, haben wir. Jetzt fahren wir mal schnell zu dem Feld hin. Und dann grubbern wir das. Genau, dann grubbern wir das. Wir fangen mal oben an am besten. Hier möchte ich hier reinfahren, hier möchte ich grubbern anfangen. So. Und sind wir jetzt hier auf Anfang? Also noch nicht. Ich hoffe da okay. Dann können wir den mal absenken. Und dann mache ich mal hier eine Runde. Dann ziehen wir jetzt mal hier entlang. Dann grubbern wir das Feld. Und dann können wir anschließend das kalken. Und dann müssen wir das besehen. Ja, was ich noch nicht herausgefunden habe, ist also, wie ich das hier am besten, wie ich die Arbeit mir am besten einteile. So dass ich das auch durchhalten kann. Ich kann zwar so 2, 3 Tage im Tier arbeiten, aber da braucht man dann manchmal auch wieder eine Erholungszeit. Und deshalb suche ich nach dem richtigen Rhythmus hier. Also nicht zu viel abernten und nicht
Ja, schon nicht zu schnell fahren hier. Dass einfach langsamer fahren muss. Okay. Also ich fahre die Felder immer rundherum, um im Arbeitsfluss zu bleiben. Die Helfer, die ticken natürlich total anders. Der Helfer möchte möglichst viel Geld verdienen und möglichst lange sich an der Arbeit aufhalten. Der genießt seine Arbeit, der fährt also einmal der Länge nach, dann macht er eine Pause, dann wendet er erstmal umständlich an diesem Ende und dann hört er wieder zurück und so. Das kostet natürlich alles Zeit. Das ist also die Taktik des Helfers, die Zeit möglichst lange hinauszuzögern und möglichst auch langsam zu arbeiten, möglichst umständlich. Ja, das ist in der Realität auch so. Wenn Sie einen Handwerker bestellen, die malen dann nicht einfach die Türe ab, sondern da wollen die erstmal zig Arbeitsgänge vorher machen. Also dass die erstmal sagen, ja, müssen wir erstmal das machen, müssen wir vorstreichen, dann müssen wir nochmal schmirgeln, nochmal vorstreichen und so. Die machen dann zigmal vorstreichen und nochmal nachstreichen. Und dann erzählen die was von den Normen, dass die DIN-Norm so und so. Und ja, das Ergebnis ist natürlich, dass der Essen das viel länger dauert wie vorher und das Ganze viel teurer war, wie du gedacht hast. Und dann machen die großes Bohai, ja, und dann arbeitet eigentlich wirklich halt nachher der Lehrling. Der Lehrling macht einfache Handarbeiten und die Dreschen, die setzen sie jetzt nachher Arbeitsmeister und Gesellenarbeit auf die Rechnung, weil du das nachher, weil der Geselle war dann auch mal dabei oder vielleicht ist auch mindestens immer dabei, je nachdem, jeder Betrieb ist ein bisschen anders. Und dann zeitweise schaut dann, ob die richtig arbeiten. Ja, also das ist, finde ich, schon gut hier nachvollzogen. Hier ist wieder eine komische Beleuchtung. Ihr seht das nicht so richtig. Da habe ich was vergessen, okay. Und hier auch. Hier habe ich neulich den Helfer, habe ich Kartoffeln legen lassen. Und dann hat er hier Saatgut gekauft. Hat ihm niemand gesagt, dass er Saatgut kaufen soll, aber das war der Modus, war jetzt so eingeschaltet. Und das heißt, ich habe ihn da 4.000 € für den Helfer und für sein Saatgut bestellt. Und der hat dann auch gleich Saatgut und Saatkartoffeln gekauft und dadurch hat mich als Gruppe des Feldes nachher 4.000, fast 5.000 € gekostet. Und ich dachte, ich hätte nur den Arbeitslohn zu zahlen, weil ich hatte noch, Saatkartoffeln waren noch drin und Dünger war auch noch drin, aber der hat die jetzt nachgekauft. Ich weiß nicht, ob der so viel verbraucht hat oder wie, was der gemacht hat. Jedenfalls schien mir das dann doch zu teuer. Und heute will ich mal, beim nächsten Gang will ich das mal selber machen, um mal zu sehen, welche Mengen da beim Kartoffellegen an Dünger und so drauf gehen. Ich habe also noch Dünger, aber Saatgut habe ich halt. Das heißt, mir fehlt eigentlich auch die Möglichkeit mit einer Palettschaufel erstmal große Mengen
aus dem Shop mitzunehmen und hier auf mein Feld zu stellen, damit ich das immer dann so schnell auffüllen kann. Jetzt muss ich jetzt mal wieder zum Shop fahren, wenn der Samal ist oder wenn der Tank leer ist. Und ja, schlecht zu sehen hier am frühen Morgen bei dieser komischen Dämmerbeleuchtung. Ich muss mal jetzt so abstoppen, damit der nicht immer so schnell hier reinfährt. Okay. Und dann haben wir das jetzt hier bald, ja. Was habe ich jetzt gebraucht? Eine Stunde für das Grubbern? 6:30 Uhr hätte ich, glaube ich, angefangen. Also, ich brauche ungefähr für 10 Stunden, für 12 Stunden, also eine Stunde dauert 12 Minuten. Das heißt also, wenn ich das selber alles mache, gestern war ich 2,5 Stunden für einen Tag unterwegs. Also 220 sind 10 Stunden und dann haben wir nochmal, also bis 16 Uhr habe ich dann 2 Stunden drin. Dann haben wir da den Rest ab hier. Okay, das war's. Haben das Feld abgearbeitet und ja, sieht gut aus. Okay, ich muss den mal wieder aufmachen. Dann setzen wir den tiefen Lockraum mal da unten hin. Da muss ich den stellen. Dann kann ich den ja gut mitnehmen. Und da haben wir den Grobraum. Ja, gut. Haben wir diesen ersten Abrissgang schon mal geschafft. Jetzt habe ich also beide Felder müssen jetzt, sind gegrubbert, ja, und müssen jetzt gekalkt werden, glaube ich. Ne, nur ein Feld muss gekalkt werden. Wie kommt das? Wieso muss nur ein Feld gekalkt werden? Machen wir das andere doch gleich, ne? Dann machen wir das doch gleich hinterher. Also, erstmal den Kalk einmal holen. Wo ist Kalk? Also Momentum. Habe ich den jetzt hier abgekuppelt? Jetzt sind wir weiter, okay? Jetzt holen wir mal den Kalk. Dann werden wir Nummer 25 erstmal kalken. Hier liegt irgendwo der Kalk. Kalk am Kalkstein. Hier muss irgendwo der Kalk sein. Hier ist der Kalk, ja. Dann werden wir hier mal den Kalk anhängen. Also ich habe keine Stellplätze für meine Geräte und so weiter. Ich habe keinen richtigen Hof. Ich habe nur ein Land und eine Hütte drauf. Und also dafür fehlt dann das Geld. Ich muss immer Geld verdienen. Und das dauert halt einfach. Weil auch die ganze Terraforming und so werden natürlich auch schon mal spannend und interessant, aber können wir also da oben kalken. Hier würde ich jetzt kalken. Hier kalke ich jetzt. Okay.
Und und einmal anstellen und einmal Marsch. Und dann können wir kalken. Macht er sehr schön, ja. Und weil sie aber bleiben, dann kalken wir jetzt hier das. Haben wir. Dann können wir den wieder ausschalten. Den können wir noch nicht ausschalten, müssen wir ein Stück weiterfahren. Okay, dass wir das Ganze haben. So, jetzt. Und dann muss ich mal eine Wende machen. Und muss dann so fahren, dass ich jetzt hier quasi Pi mal Daumen, dass ich das hier schaffe, dass der quasi direkt dort anschließt. Dass ich ja keine Streifen drin habe. Okay, wo wieder anschließen. War es durch, oder? Sieht aus. Nein, aber nicht. Aber nicht durch. Und da haben wir noch in der Mitte. Rechts. Okay, muss ich jetzt wieder durchgehen. Also, jetzt brauchen wir noch eine Runde. Und da habe ich mich jetzt verschätzt. Also, müssen wir nochmal durch. Und dann wir. Und das schafft er jetzt auch nicht komplett. Das schafft er auch nicht komplett. Dann haben wir das jetzt durch. Immer noch nicht. Ich muss viel weiter fahren, als ich gedacht habe. Und da fahren wir jetzt hier nochmal. Stopp. Ich möchte mal zurückfahren. Um das hier mitzunehmen. Einschalten. Haben wir. Und dann fahren wir hier so rum. Mal sehen, ob er das mitnimmt. Hier fahren wir auch nochmal. Dann müssen wir hier oben noch einen Streifen fahren. Und ja, also können wir den gleich mal abschalten. Jetzt haben wir da oben noch ein Stückchen. Dann schalten wir das mal wieder ein. Und dann werden wir das hier kalken. Okay, dann können wir hier mal gleich auch kalken. Er hat zwar nicht gesagt, dass es notwendig wäre, aber ich mache das jetzt einfach mal, weil ich jetzt gerade da bin. Dann kalken wir das Gebiet jetzt hier auch. Und dann ziehe ich jetzt hier grob rum. So. Und dann ziehe ich den gleich rüber, ne? Reicht der jetzt raus? Bis da drüben rüber? Ich weiß nicht genau. Und dann fahren wir so einmal hier rum. Und dann fahren wir hier nochmal. Hat er nicht gemacht jetzt. Muss ich ja so viermal fahren. In meiner Methode. Und jetzt fahren wir wieder runter. Und dann hoffe ich, dass ich jetzt hier durch bin, oder? Aber in der Mitte noch ein großes Loch hier, denke ich. Müssen wir das nochmal abfahren. Müssen wir das nochmal abfahren? Da haben wir auch nur noch. Okay. Da haben wir noch ein Loch. Ich weiß gar nicht, wo die so herkommen, die ganzen Löcher. Okay. Jetzt fahren wir das Loch hier ab. Fahren wir das Loch hier zu. Und dann sollten wir das Satzfeld hier gut gekalkt haben. Können wir schon wieder einen neuen Kalk kaufen gehen. Also, anhalten. Nein, noch ein Stückchen weiterfahren. Ich denke, ich bin dann durch, aber bin dann doch nicht durch.
Okay, was hat das Feld da oben? Bodenbeschaffenheit. Also da habe ich den geflügt, habe ich den. So weit ist er also schon. Aber dass ich den gekriegt habe, das sieht er noch nicht. Okay, also, was ist das für ein Feld? Wieso habe ich da so ein Loch drin? Schauen wir da mal gleich hin. Das machen wir jetzt mal zu. Das machen wir mal zu, das Loch. Und das machen wir jetzt auch ab. Dann fahren wir das auch ab. Okay. Haben wir? Wo den ausschalten? Hier unten haben wir wieder sowas. Wo kommen jetzt die ganzen Löcher immer her? Also, ich dachte, der hat so einen Teller mit 12 Meter. Und, okay, machen wir den aus. Und dann müssen wir einen neuen Kalk kaufen. Heute schon, oder? Ja. Was haben wir? 8:32 Uhr. Wir fahren mal zur Kalkstation. Also Kalk kostet 450. Ich möchte mal zur Kalkstation fahren, wie das da funktioniert mit dem Kalk. Also ich habe 2 Kalkstationen, eine am Hafen und eine oben. Fahren wir mal hier hoch. Eine schöne Gegend heute. Fahren wir mal hier hoch. Und ich weiß nicht genau, wie die Kalkstation funktioniert. Ich habe die mir gestern angeschaut am Hafen. Und ja, was soll ich sagen? War so ein Behälter, so in der Luft hängend und also der Sektor, wo das große Feld ist, wo das Riesenfeld ist, da ist die Kalkstation und jetzt haben wir schon wieder 8:30. Ich muss es halt einfach mal ausprobieren. Okay. Ich möchte den jetzt mit Kalk vollfüllen. So. Wo sind wir? Hier muss ja irgendwo die Kalkstation sein. Da ist also. Das ist die Kalkstation. Und ja, wie geht das jetzt? Muss ich mich dann daneben stellen? Und dann einmal um Auffüllen bitten oder wie geht das? Ich weiß nicht genau. Also vielleicht noch ein Stückchen weiter. Stehe ich jetzt daneben, ja. Und jetzt vielleicht mal sehen, mal mit R. Ja, Kalk natürlich gibt. Da kann man noch was anderes laden. Start, ja. Belädt also mein Fahrzeug mit Kalk. Okay, was kostet der Kalk jetzt? 911 €. Ich bin aber nicht voll. Ich möchte ihn voll machen, bitte. Macht er nicht. Start. So, da steht nicht genug drunter, oder? Was ist los? Hier bin ich nur zu 67% gefüllt. Immer mit R. Nein, nicht einschalten. R. Kalk starten bitte, ja. Nee, mehr geht nicht rein. Warum nicht? So kann ich dann nicht mehr Kalk einfüllen. Also der Kalk hat mich jetzt 911 gekostet. Oder sind die Abgabemengen begrenzt oder
Ich wollte mal sehen, was ich jetzt bezahlt habe für den Kalk. 29 Euro. Ja, der Kalk ist preiswerter. Also habe ich schon 912 Euro schon überzogen. Ich will mal schnell nochmal einen draufsetzen, so. Okay. Und dann fahren wir wieder zurück. Jetzt könnte ich nochmal zum Shop fahren. Mal sehen, ob ich da jetzt noch was da drauf bekomme oder ob jetzt der voll ist oder was der jetzt hier macht. Also vielleicht mal zum Shop fahren und dann da vielleicht ein Paket kaufen. Also da habe ich jetzt 911 Euro bezahlt und ansonsten bezahle ich im Shop 450 pro Packen. Wo komme ich hier eigentlich hin? Wenn ich hier mal weiterfahre, bin heute einfach mal unternehmungslustig, fahre mal hier weiter, mal sehen, wo wir dann hinkommen, wo wir dann rauskommen. Was haben wir hier? Auch wieder ein komisches Werk. Okay. Wo geht es hier weiter? Da ist ja schön der Shop. Da ist ja schön der Shop. Okay. Habe ich hier noch Kalk stehen? Da habe ich nur Saatgut stehen. Dann gucken wir mal. Da hinten steht, glaube ich, noch ein Kalk. Da hinten, da zwischen den Bottichen, da steht noch ein Kalk, oder? Das müsste doch ein Kalk sein. Okay, mal sehen, ob wir den jetzt hier mal aufgeladen bekommen. Hier mal R. Ja, macht er. Der lädt ihn also auf. Jetzt haben wir also 7500. Was hat der gerade da gemacht? Das heißt, die Abgabemengen sind begrenzt, oder wie? Wie bei 80%, da kann ich ja noch einkaufen. Nochmal ein, um da 100% einzufüllen. Der ging mit 2000 Liter an. Und 2000 Liter. Also ist die Abgabemenge vielleicht begrenzt. Also an den Shop und dann nehmen wir dann ein Packen Nummer weiter. Also da kostet der Kalk 2000 Liter, 450 und also kaufen, das ja, kaufen, jo. Machen wir, dann zurück, da sind wir, da steht der, da fangen wir da mal so an, okay, und dann sehen wir mal, von den eingeladen bekommen, ja, bekommen wir. Dann sind wir bei 9000. Okay, hurra! Dann sind wir noch kein übrig. Also Saatpalet hatte ich in euch auch stehen. Dann hatte die wieder eingepackt. Oder was hat er gemacht? Weiß ich nicht genau. Also, jetzt haben wir vollen Kalktank. Jetzt fahren wir zurück. Also wir können dem nächsten Kalken mit Gelassenheit entgegensehen. Und das
dann muss ich den Kalk mal total leer machen, um mal zu sehen, wie viel Mengen der da einfüllt. Dann fahre ich auch mal zum Hafen, mal sehen, ob der jetzt eine andere Füllmenge hat. Der hat also nur bis 70% gefüllt gerade. Und ja, jeder hat also so eigene Mätzchen drauf und ich schätze mal, dass er vielleicht 5000 Liter bringt oder wie viel. Ich habe nicht darauf geachtet. Ich war bei 70%, hatte da was drin. Ist der Kalk billiger? Ja, es scheint billiger zu sein. Aber ich möchte dann noch wieder da hinten hinfahren. Also den dann dort abhängen. Muss ich jetzt durch. Ohne die umzurempeln. Ja, schaffen wir. Und dann müssen wir hier runter. Das ist zum Felsen. Dann fahren wir hier runter zum Kalkfelsen. Und dann stellen wir jetzt hier den Kalk ab. Stopp. Und dann stellen wir hier den Kalk ab. Den Kalkfelsen. Mal abkuppeln, ja haben wir. Okay, jetzt können wir also Weitergang machen. Also, jetzt möchte ich das nächste Effekten mal abkuppeln. Das sind also 20 Tonnen drin. Springe ich mal darüber. Ne, dann nicht hier. Okay, der steht schon richtig. Okay, dann müsste ich den Absinken einschalten und absinken. Hier ist abgesehen. Da haben wir ihn unten. Jetzt können wir den einschalten. Dann können wir den wieder anhängen. Jetzt schalten wir den ein. Ankuppeln bitte, ja. Und dann können wir den einschalten. Und der ist da unten. Okay, dann fahren wir mal die erste Reihe ab. Und also, ich muss mal sehen, dass ich mit den Vorderreifen so bin, dass ich auf der rechten Seite so 3 Stück hier abgreifen kann. Und jetzt erntet der alte Kartoffeln. Und dann muss ich noch weit fahren hier, bis ich hier in den Rand komme. Bin ich jetzt am Rand? Jetzt bin ich am Rand, okay. Dann kann ich mal ausschalten. Dann muss ich jetzt einschlagen, um dann quasi die nächste Feldlücke zu finden. Und dann machen wir das jetzt hier. Dann fahren wir jetzt die 3 Stück ab. Einschalten, absenken und Marsch. Also der soll jetzt immer da bleiben, auf der Spur. Und dann habe ich ja schon mal so einen breiten Streifen. Gut. Und wie sieht es aus? Jetzt sind wir durch, okay. Und dann, jetzt wechseln wir hier. Und ich schalte das Gelenk ganz schräg ein. Dann komme ich hier zu den zweiten 3 rein. Das sind also diese hier. Und dann schalte ich den ein, denke den ab. Dann fahre ich jetzt hier diese Reihe ab. Ja, also wie man sieht, der Bauer denkt anders. Der Städter, der hat einen eigenen Kopf. Okay. Jetzt sind wir, jetzt sind wir durch, okay. Ausschalten, hochmachen und dann losfahren. Einsteigen. Und dann nehmen wir jetzt hier die nächste Lücke.
die wir gerade geschlagen haben. Und dann setzen wir jetzt hier den absetzen, so, und einschalten. Und dann kann es losgehen. Wenn wir da rein abgemacht, eingesammelt. Da rein Kartoffeln immer. Und ja, ich sag mal, der Dash ist auch nicht viel anders. Und dann ist diese der Altervlog bisher, war mit dem Dasher von New Holland. Und okay. Und das sind halt so einfach andere Handgriffe, die man hier benötigt. Und dann können wir jetzt hier zur nächsten Runde fahren. Haben wir die da ab, hier, da möchte ich einfahren. Und hier so bleiben. Okay, einmal absinken bitte. Okay, müssen wir ein Stück zurück? Nee, reicht. Okay, kommen Sie rein hier ab. Die kleinen Felder, die gehen noch gerade so. Die gehen. Also da fahre ich jetzt 20 Tonnen ein. So schätze ich so mal Pi mal Daumen 20 Tonnen Kartoffeln. Bei normaler Düngung jetzt. Dann fahren sie hoch und jetzt fahren wir wieder. Kommen wir jetzt wieder hier rein. Und dann können wir den wieder einschalten, absenken. Und so sind wir soweit, ja. Und dann abfahren. Fahren wir hier wieder 3 Stück ab. Ja, zwischendurch bleiben immer mal wieder welche stehen. Die holen wir uns dann ein zum Schluss. Erstmal, dass wir so das Große des Feldes absammeln. Und die kleinen Sachen, die bei mir jetzt mal stehen, oder vielleicht ja, generell auch. Jetzt geht's durch. Noch einen schaffe ich, okay. Abschalten und hoch zur nächsten Runde. Und dann schauen wir mal hier so rein. Was mache ich jetzt hier? Hier bin ich momentan, nein, hier bin ich soweit. Hier bin ich. Und hier möchte ich bleiben. Also wieder 3 Stück hier. 3, 3, 3. Und wie sieht das? Noch ein Stückchen, ja. Okay. Muss ich wieder ausmachen. Dann fahren wir da hoch. Durch das Gestrüpp durch. Und was heißt, jetzt hängen wir schon wieder fest hier. Das passiert auch manchmal, dass es dann so festhängt. Und was haben wir? 600, 800 Liter haben wir schon mal drin. Wo wir die gleich umfüllen. Also, einmal und Marsch einschalten bitte. Und Abmarsch. Und Abmarsch. Ja, das Kerneffekt geht ja noch. Naja, das andere hinten, das finde ich sehr groß und frustrierend groß. Hat zwar natürlich eine super Hand, aber trotz alledem machen wir den wieder hoch. Und dann fahren wir hier
Also das ist hier noch gut zu schaffen. Vom Aufwand her. So, die nächsten 3 rein. Stopp. Das war etwas zu weit. Hier muss ich rein. Hier. Ich möchte mal 3 Stück fahren. So. Und da können wir den mal absenken. Okay. Und los geht es. Und los geht es. Hier in der Reihe. Da sind wir schon wieder voll. 10.000, jetzt müssen wir das Rohr ausfahren. Machen wir das Rohr aus hier auf der rechten Seite. Und jetzt müssen wir mal in den anderen LKW hineinspringen. Wo ist der jetzt? Muss ich aber den Anhänger an, dann muss ich koppeln. Wo ist der Anhänger? Der müsste dann da stehen. Der Anhänger steht nicht da, wo es stehen soll. Doch, der steht da. Da steht immer. Also ich habe keine richtige Stelle. Deswegen muss ich mir das hier merken. Und teilweise habe ich natürlich auch eine geheime Ordnung so. Sieht zwar unordentlich aus, aber in der Regel stelle ich meine Geräte immer in denselben Ort ab. Okay, dann fahren wir jetzt mal die ersten 10.000 einladen. Und ja, also das ist normalerweise nicht möglich. Da zerstöre ich jetzt die Frucht. Und das Fruchtzerstörung habe ich aber ausgeschaltet. Also, weiter geht es. Da sind wir drunter. Okay, jetzt setze die also automatisch ein. Also der Grundtank fasst also 10.000. Der Grundtank, vielleicht der Kartoffeltank von dem Fahrzeug, schafft also 10.000 Tonnen. Und der Anhänger hier, der hat ein Fassungsvermögen von 21 Tonnen. Also fangen wir zurück. Hier bin immer nicht drin. Hier sind wir, also okay, jetzt muss ich das Rohr einfahren. Wird das Rohr eingefahren, haben wir. Dann fahren wir jetzt hier mal weiter. Schalten haben wir. Und gesenkt haben wir auch. Okay. Weiter geht es. Ja. $10.000 Tonnen schon geschafft. 10.000 bringen ungefähr 3.000 Euro. Ich weiß nicht genau, wie der Preis heute ist, aber die haben wir dann schon mal geerntet. Können wir sie wieder hochfahren. Dann wieder eine Kurve. Also, was macht diese eine Reihe? Momentum. Eine Reihe macht jetzt 800. Und fangen wir mal die 3 ab. Hier fangen wir die 3 Stück ab. Und wie sieht es aus? Einmal absenken, einmal einschalten und Marsch. Und Marsch. Kommen wieder 3 ran hier ab. Kann das sein, dass ich jetzt hier irgendwann meine Reihe übersprungen habe, oder wieso habe ich jetzt eine zu viel hier? Okay, haben wir. Dann haben wir hoch. Und dann wieder hier so sehen, dass wir hier reinkommen. Dann fahren wir jetzt hier die Reihe ab, wo ich so 3 Stück habe. Dass ich immer so 3 auf der rechten Seite noch habe.
Und gut, ich wiederhole das jetzt nur für mich, um mir das zu vergegenwärtigen, daran zu denken, um was es geht. Also, 3 rein schaffe ich also. Dann sind wir gleich durch jetzt. Okay, und den wir hochmachen. Dann schlagen wir den ein bis zum Anschlag. Und dann sind wir gleich hier. Der ist ja gar nicht so schwer, oder? Also absenken, Marsch. Wieder 3 Stück. Wieder 3 Stück. Da war ich wieder am Pennen jetzt hier. Und dann habe ich jetzt wieder die Hunde stehen lassen. Okay, mal hochmachen und weiter. Ist egal. Die anderen holen wir uns später. Top. Wieder 3 Stück. Da haben wir die 3. Okay. Da möchte ich jetzt bleiben. Einschalten, absenken und los geht es. Da möchte ich dann bleiben. Also wenn man ein bisschen am Turm ist, dann kommt man mit den Spuren durcheinander. Und sowas passiert mir ja oft. Da bin ich am Erzählen und ja, der fährt dann in der Zwischenzeit so irgendwas ab, was er gar nicht abfahren soll. Okay. Weiter, einmal hoch. Und dann fahren wir Nummer 3. Fahren wir hier die Bahn ab. Also die halben Bahnen will ich jetzt mal unberücksichtigt lassen. Dann denken wir das ab, dass ich nur ganze Bahn nehme. Und der Rest muss dann halt sehen, wo er bleibt. Okay. Wo sind wir? Hier haben wir durch. Hier hochmachen. Und auf zum nächsten. Ja, da sind wir schon bald durch hier mit dem Feld. Aber wir gehen noch eine Reihe hier. Hier müssen wir noch eine 3er machen. Okay, dann senken wir nochmal ab. Und dann fahren wir die 3er ab hier. Ja, und die einzelnen Reihen, die kommen dann nachher dran. Vielleicht jetzt beim nächsten Mal schon. Und das große war schon mal reingefahren. Das große nette. Die dicken fetten Reihen. Okay. Und dann machen wir hier die Kurve. Ja. Jetzt habe ich mich hier festgefahren hier. Habe ich zu spät eingeschlagen oder sind ja absichtlich so ein paar Stellen nur eingearbeitet worden, dass ich dann hier hängen bleibe? Was ist los hier? Der ist oben. Wieso bleibe ich hier hängen? Gestern blieb ich hier nicht hängen. Was ist los hier? Haben die das verändert, wenn ich hier das arbeite, oder? Jetzt bin ich drin, ja. Also manchmal habe ich den Eindruck, dass die Entwickler mich beobachten
Und dass die dann quasi meine Bewegung hier auch sabotieren. Oder der Simulator. Okay, einfach mal absenken. Haben wir. Okay, nächste Reihe Marsch. Und dass dann auf einmal der Bass ein bisschen höher wird oder so, damit meine Strategie durchkreuzt wird. Warum? Keine Ahnung. Das soll dann nicht zu leicht werden. Weiß ich nicht so genau. Andererseits testen die vielleicht so einzelne Spielumgebungen und ändern dann nur bei deinen Spielumgebungen sowas. Und ich bin im Traum. Sollte ein paar neue vielleicht noch sein. Also fangen wir daneben. Wenn wir das absenken, den auch. Jetzt fahren wir die Reihe ab. Dann fahren wir die Reihe ab. Jetzt sind wir schon wieder bei 9500 Liter. Und dann können wir gleich den Kontank voll machen. Am Mauch. Also, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Da wollte ich ja gar nicht hin. Dann nehmen wir den mal mit hier. So langsam. Dann nehmen wir langsam. Dann nehmen wir den mal mit. Dann fahren wir die mal ab. Okay. Haben wir. Und dann fahren wir jetzt hier. Bin ich schon voll oder? Dann nehmen wir die Reiter. Da haben wir noch welche. Da machen wir 3 Stück hier. Und wir haben noch 3 Stoppel rein. Haben wir denken. Und 3 Stoppel rein hier. Und dann nehmen wir den da mit. Nummer 2. Dann fahren wir das hier ab. Und dann nehmen wir die auch noch mit. Und wie sieht das aus? Gut sieht das aus, Momentum. Also, jetzt mal hochmachen, stoppen, hochmachen, ausmachen. Okay, dann brauchen wir noch, nehmen wir noch diese Reihe mit. Dann nehmen wir noch diese Reihe mit. Ich möchte bald mal auf 10.000 kommen. Der schlägt nicht um. Und der wartet jetzt, dann fahren wir hier noch rein. Und die auch noch mit. Jetzt sind wir da, aber eigentlich haben wir die 10.000 geschafft. Und dann springe ich mal wieder in das Fahrzeug drüben. Und dann fahren wir den Tank leeren. Und dann habe ich noch 1000 drin. Dann habe ich das Rohr nicht ausgefahren. Ich bin auf Sprachmanier einmal Rohr ausfahren. So. Da sind wir dann drin. Jetzt können wir losfahren. Jetzt fahren wir hier unter das Rohr durch. Ja, wann bin ich jetzt da? Jetzt bin ich da. Okay. Dann kann ich jetzt ja nochmal 10% holen. Das gibt nochmal 1000 Liter oder 800. Dann warte ich damit, den auch nochmal anzufüllen. Damit ich dafür den kleinen Rest nicht extra fahren muss. Ich hätte dann vielleicht gar nicht
So kann ich mir so viel einfahren. So. Okay. Also das bei 1000 an der Schluss mache. Und das haben wir jetzt mal weiter hier. Haben wir den absenken, so. Anschalten. Die Rohranfang, okay. Immer dasselbe Spiel. Immer dasselbe Spiel. Jetzt können wir hier das ernten. Und ja, 1000 schaffen wir also. Um die 1000 voll zu bekommen, müssen wir diese Reihe hier erstmal abfahren. Die Reihe fahren wir. Und am Absinken, als abgesenkt, okay, dann fahren wir die Reihe mal ab. Dann muss ich die Reihe mal von der anderen Seite abfahren. Okay, das sind also hier 2,5 Reihen. Und das bringt jetzt was, weiß ich nicht so genau. Also mehr wie 1000 brauche ich sowieso nicht. Den Rest das verstehen, dann haben wir so 21 Tonnen. 89 haben wir. 89. Okay, dann fahren wir den vielleicht ab dort. 89 ist dann genauso 21 Tonnen, aber fahren wir den ab. Jetzt sind wir drüber, okay. 25 Tonnen. Das heißt, Rohr einmal bitte abschalten, hochfahren, Rohr ausfahren. Und dann haben wir die 21 Tonnen. Dann springen wir mal hier in den LKW rein. Und jetzt sind wir aber zu nah dran, ne? Stopp, wo sind wir? Hier sind wir. Jetzt fahren wir hier so drunter. Schafft ihr das jetzt? Ja, sollte der schaffen. Und dann haben die 21 Tonnen voll. Okay. Haben die Ernte geschafft und jetzt schauen wir mal, wo kriegen wir einen guten Preis für Kartoffeln heute. Auf den Kartoffeln, da sind die Kartoffeln. Und wo gibt es einen guten Preis? 200, 300, 414, 417 an der Scheune. An der Scheune? Ja, im Restaurant. Das Restaurant hat 417, dann machen wir uns auf. Okay. Das heißt, es gibt ja 8.000 Euro dafür. Mehr wie 8.000 Euro und 10%. Und 10% 8.800, also fast 9.000 sollte das rauskommen. Also auf zum Restaurant. Also ich habe immer die drei selben Abladestellen, scheint mir. Und die wechseln aber vom Preis her. Also die Scheune habe ich am liebsten hier, das Restaurant meine ich, weil liegt direkt hier in der Nähe, da habe ich keine so großen Wegekosten. Ja, Tank ist also noch voll und haben wir 9.000 schon mal eingenommen heute. 917 haben wir auch schon ausgegeben. Für was eigentlich? Ich habe heute schon Geld ausgegeben, glaube ich. So. Okay. Einmal Kartoffel abladen. Machen wir. Das machen wir dann. Okay. Gibt 8.795. Ja, das sage ich schon. Das sage ich schon fast 9.000 Euro. Also, weiter geht es.
Ja, ich könnte noch einen Frontlader anschaffen, aber Frontlader kostet auch wieder 7.000 Euro. Die habe ich gerade verdient. Was stoppt mir? Nicht alles, was man gebrauchen könnte, wie zum Beispiel eine Palettengabel oder so. Einen Frontlader muss man dann sofort kaufen. Das sind dann 10.000 Euro und das Geld muss ja immer verdient werden. Also 10.000 haben wir schon mal, 11 Uhr haben wir. Und ja, was liegt jetzt weiter an? 2 Felder sind fertig, jetzt kann ich noch irgendwo Kartoffeln legen, ne? Ein Feld Kartoffeln legen oder 2? 2 vielleicht. Das habe ich auch wieder in der Hand. 2 Felder sind fertig. Ja. Also fahren wir erstmal hier auf den Stellplatz hier. Meinen selbstgewählten Stellplatz. Hier kommt immer der Akkulader hin. Okay. Und dann können wir jetzt hier das oben einfahren. Und dann machen wir hier Feierabend. Das wird aber abgeendet. Also fahren wir zum nächsten Feld. Also fahren wir zum nächsten Feld. Da unten das große, das wir abhängen müssen. Das Riesenfeld dann neben dem Baum. Da fahren wir jetzt hin. Und das schaffe ich heute nicht abzuernten. Oder? Wie sieht es aus hier? Also, es sind 4 Reihen, ich brauche eigentlich nur 3 Reihen. Da muss ich rein. Sind das 3 oder sind das 4? Da muss ich rein. Okay. Das ist die Reihe. Das ist also vielleicht einmal hoch, runterfahren und hoch. Dann machen wir das mal. Okay, einmal Abfahrt. Einmal Abfahrt. Ich muss ja nur sehen, dass ich hier die Spur halte. Haben wir einen Teil vergessen? Teilweise habe ich 3 Spuren, teilweise 2 nur. Ja, und da oben, der Wald, der ist natürlich kriminell. Da kannst du nicht wenden. Da bleibst du hängen. Da sind Bäume. Also, schauen wir mal. Weit kommen wir noch. Noch weiter, noch weiter, noch weiter, noch weiter. Stopp, noch weiter. Okay, haben wir. Jetzt einfach mal so machen. Dann einsteigen. Dann versuchen, dass wir hier durchkommen. In den Baum entlang. Ich hoffe mal auch, finde ich, dass wir jetzt hier die zweite Runde haben. Dass wir hier so reinkommen. Okay. Halten wir die Spur mal. Und dann denken wir das ab. Und dann Marsch. Wieso fährt der so schnell? Habe ich den abgesenkt? Ja. Der sollte Keep Backup deswegen. Deswegen fährt er so schnell. Manchmal fährt er schnell, wenn das nicht eingeschaltet hat. Ja, mehr wie 15 Stundenkilometer kann das sowieso nicht ziehen, hier, denke ich. Und
Jetzt sind wir gleich wieder durch, ja. Super. Dann haben wir die erste Runde auch geschafft. Stopp. Können wir den hochmachen? Jetzt haben wir den oben, ja. Ich weiß nicht, bin ich da gerade nicht richtig reingefahren oder? Okay. Machen wir die 3 ab. Machen wir die 3 ab. Die möchte ich abfahren. Okay. Dann einmal den einschalten, dann mal absenken und dann mal laden bitte. Ich bin in der Mitte zwar eingefahren, aber da ist wohl was schief gelaufen. Deshalb ging das so schnell vorhin. Da habe ich gar keine Lücke geschafft. Also, weiterbleiben hier. Schön weiterbleiben, schön auf der Spur bleiben. Also, das Feld kriegen wir auch klein. Und schauen wir mal, was wir da rausbekommen. Da müsste ich dann heute vielleicht schon mal Kartoffeln legen. Kann ich machen. Kartoffeln legen. Wo sind wir jetzt hier? Okay. Einmal. Dann einmal ausschalten, einmal hochmachen. Und dann fahren wir jetzt hier einmal darum, wo wir hin schon reinfahren wollten. Dann fahren wir da jetzt daneben. Oh, das war knapp hier. Dann fahren wir jetzt hier so rein, wo wir gerade schon reinfahren wollten. Wo bin ich jetzt wieder hängen geblieben? Das sind das kritische Stück hier so. Das sind so einzige Stellen, wo der dann festhängt hier. Wie an dem Baum wahrscheinlich. Hier an dem Baum fest, verdammt nochmal. Also manchmal komme ich gut durch und dann wieder nicht. Also, weiterfahren. Ne, der lässt mich nicht durch. Das verdammte Schwein hier. Und so ein Scheiß, wieso geht das jetzt hier nicht? Jetzt ging das so noch. Muss ich noch weiter wegfahren? Noch weiter zurück? Noch weiter zurückfahren? Jetzt so weit will ich aber gar nicht, da fahre ich ja mitten in den Wald rein. Da will ich gar nicht hinfahren. Jetzt komme ich besser, dachte ich, ich komme besser raus, aber das war sonst der Grund. Also jetzt muss ich da durch. Ich hänge fest hier, verdammt. Ich hänge fest. Und wenn ich zurückfahre, hänge ich noch mehr fest. Also was habe ich hier gemacht vorhin? Also, wie können wir denn jetzt zurückfahren? Und wo ist die Stelle, wo die kritisch ist? Ach, da ist schon wieder ein Baum. Da ist schon wieder ein Baum. Okay. Jetzt haben wir den Baum. Und wenn wir also den Baum entlang fahren, haben die den Baum jetzt versetzt hier. Okay, jetzt fahren wir jetzt hier rein. Also, schien gerade so, als würden die den Baum versetzt haben. Okay, jetzt fahren wir hier das ab. War zwar nur ein Meter, aber trotzdem. Also jetzt bleiben wir erstmal hier.
je nach dieser Aufregung des Tages. Also der Städter macht Sachen anders. Die versetzen dann einfach den Baum ein paar Meter, um dich dann da zu blockieren. Oder macht der Simulator von alleine? Die möchte einfach, dass du so keinen Erfolg hast, oder wie? Dass du da festhängst? Oder gehört das zum Spiel? Hindernisse aus dem Weg zu räumen? Also okay, haben wir so hoch. Ging ja natürlich auch zu flott hier, ne? Ging ja auch zu flott. Okay. Wo sind wir jetzt hier? Möchte ich rein? Nein, ich möchte nicht so weit. Ich möchte hier rein. Da möchte ich abarbeiten. Okay, haben wir die jetzt? Und dann mal absinken. Okay, und los geht's. Und los geht's. Und los geht es. Haben wir sogar 4 rein, ist egal. Wir bleiben jetzt hier. Wir bleiben jetzt hier. Und dann fahren wir die ab. Bin ich jetzt vorhin zu weit gefahren? Sollte ich vielleicht jetzt mal bis an die Hand fahren und dann vielleicht jetzt mal ein Stückchen zurücksetzen und dann die Kurve machen. Dass ich also nicht bis zum Rand fahre und dass ich dann erstmal ein Stück zurücksetze. 1, 2 Meter. Ja so, jetzt fahre ich immer ein bisschen in den Rand rein. Da muss ich dann zu weit in den Wald reinfahren, um dann die letzten auch da mitzunehmen. So, jetzt habe ich die. Und dass ich jetzt erstmal ein Stückchen zurückfahre, bis an den Rand durchstoppe und dass ich jetzt einsteige. Moment, jetzt machen wir den hoch, dass wir jetzt hier einsteigen, dann komme ich da auch gut dran vorbei. Und dass wir jetzt hier, okay, dass wir jetzt hier die nächste Spur haben. Ich möchte jetzt mal diese Spur hier fahren, langsam, fahren wir ein Stückchen zurück. Fahren wir ein Stückchen zurück. Also zurück fährt er gut. Zurück macht er jetzt. Jetzt zumindest. Nee, macht er nicht. Links einfach nur, ist egal. Komm, einfach zack und absenken und weiter geht es. Wir brauchen einfach 3 Stück hier. Wir brauchen einfach die da rein. Die wollen wir einfach jetzt abarbeiten. Damit die Lücke größer wird. Und was hat der Speicher? Also wir sind schon wieder voll, weil ich bin ja gerade mal 2-mal gefahren. Also vorausfahren und habe ich gar nicht mitbekommen hier vor lauter Eifer. Also nochmal, warte, da muss ich hin. Fangen wir mit dem los. Hab ich den reingekuppelt oder? Doch, der hängt noch dran. Okay. Also, wo muss ich jetzt anfangen? Hier, glaube ich, ne? Hier muss ich runter, ja genau. Wir fangen runter. Dann gucken wir den jetzt mal ab hier. Haben wir wieder 10.000 Tonnen. Habe ich hier kein Zielwasser getrunken oder was ist los? Ach so.
Er will nicht. Ich muss zu weit weiter rechts fahren. Den so überziehen. Macht er nicht. Macht er nicht. Was ist los hier? Also Sachen, die vorhin noch funktionierten, die funktionieren plötzlich nicht mehr. Also ging das so gut oder wie? Jetzt fangen wir sie hier so um. Fangen wir von der anderen Seite. Dann fahren wir hier so drunter. Dann schauen wir mal, ob wir jetzt hier besser klarkommen. Ja, jetzt kommen wir besser ran. Vielleicht ist das eine Frage, wie man am besten anfährt oder so. Ja, gut, also. Haben wir. Also, ich schon wieder am Vorderrad fest hier. Also, das geht heute dauernd schief. Irgendwas mache ich hier verkehrt. Okay. Und dann einmal wechseln wieder. Da sind wir, also Rohr anfangen. Okay. Und dann fahren wir jetzt hier mal so zurückfahren etwa. Weit können wir gar nicht zurückfahren. Weit können wir gar nicht zurückfahren. Mit fahren von nach vorne. Wir fahren vielleicht einfach das Feld völlig von dieser Richtung ab. Von der anderen Richtung. Das ist jetzt hier, das also abfahre. Deswegen die Reihen hier aber. Hier so. Hier so. Okay. Und dass ich die dann so abfahre, senken und Marsch. Hier zurück. Ich habe den zwar eingeschaltet, aber der war zwar eingeschaltet, aber ein Stückchen zurück. So, jetzt können wir den jetzt machen. Jetzt ist er richtig, arbeitet er richtig. Also da muss er auch aufpassen wie Nux hier. Okay. Mit die Reihen also voll. Und ja, jetzt liegen ja auch noch am Boden welche und so von meiner Hin- und Herruckelei. Da habe ich dann zwar okay. Dann habe ich den jetzt hier. Und weiterfahren, 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 weiterfahren. Nehmen wir jetzt alle mit hier. Okay. Und jetzt machen wir was. Jetzt fahren wir ein Stück zurück. Und dann, ich glaube langsam. Und dann nehmen wir die da oben am Rand mit. Dann fahren wir den hoch. Dann nehmen wir die am Rand mit. Wenn ich da hinkomme, dann nehmen wir die am Rand mit. Die ersten drei. Schaffe ich die so? 3 Stück muss ich haben, ja, haben wir so. Und dann können wir mal absenken und mal Gas geben. Und los geht's. Also ich mache die Hälfte arbeitslos.
Und die sind natürlich wenig begeistert hier und die Techniker auch nicht und die Landschaftsplaner wahrscheinlich auch nicht, dass es jetzt so einfach geht. Aber ich bin halt der Innovator. Ich finde die Lösungen und dann werden wir andere Schwierigkeiten aufbauen, aber ist egal. Also momentan haben wir so hier, der erntet gut hier wieder. Ich bin sehr zufrieden. Ein gutes Gerät hier der Ernte. Ein gutes Gerät. Okay, sind wir durch. Noch ein Stückchen weiter. Und noch ein Stückchen, okay. Jetzt wir den Stück zurücksetzen. Und dann ziehen wir den hoch. Und jetzt müssen wir sehen, dass wir dahin kommen. Und dass wir das Feld hier so abbauen. Diese Weise. Dass wir jetzt hier das Feld abbauen. Okay, haben wir. Dann fahren wir ein Stückchen zurück. Und ja, gut. Also absenken, einschalten, haben wir und Marsch jetzt. Fahren wir das Feld hier ab. Haben wir das Feld hier ab. Ja, und die Reihe bleibt, dann hat die Pech gehabt. Hat die Pech gehabt. Wir bleiben hier in der Spur. Darum geht es, in der Spur zu bleiben. Den Rest können wir später rausholen. Also, hier 2000 Tonnen. Zehntausend haben wir schon. Also ich schätze, es müssten so 40, 46 Tonnen werden. Jedenfalls habe ich das beim letzten Mal so gehabt. Und haben wir, ja okay. Dann machen wir die mal hoch. Dann können wir den Stück zurücksetzen. Und dann können wir den nach links fahren. Dadurch gehen wir dann hier auch den Problem aus dem Wege. Das habe ich jetzt hier. Und dann fahren wir hier so rein. Dann fahren wir hier so rein. Moment, so, stopp. Das ist die Reihe rein, die haben wir. Und dann möchte ich jetzt die 3 rein. Die möchte ich jetzt hier haben. So hier. Okay. Einmal entscheiden, absenken. Und Marsch geht's. Marsch geht's los. Marsch geht es. Also, selbst in dem Mann habe ich heute 2 Felder hier. Vielleicht könnte ich auch mal nach 20.000 Tonnen anhalten. Und dann fahre ich die Ladung weg und dann mache ich vielleicht was anderes. Dass ich den Rest des Feldes vielleicht morgen mache. Dann könnte ich die anderen schon mal Kartoffeln legen und was machen wir dann noch? Ja, ich hatte überlegt, dass vielleicht Rüben hier vielleicht auch gut passen, wo ich jetzt gerade schon mal beim Wurzelgemüse hier bin, beim Wurzelgetreide, wie nennt sich das hier? Ich bin ja ein Städter, denke dazu Kartoffeln vielleicht auch gut, haben den wir hoch und den hoch, okay, und wir haben schon 10.000. Da hätte ich gerne von 10.000. Okay, dass man vielleicht bei 10.000 mal anhält. Und jetzt das hoch ausfährt. Mal hoch ausfahren. Macht er. Und dann können wir manchmal so reinsitzen. Und dann sitzen wir jetzt da oben. Dann fangen wir den am besten von hinten an, ne? Wie ist das dumm?
Das ist dann, dass die so fahren. Ich habe ja Gott sei Dank keine Fruchtzerstörung eingeschaltet. Das will jetzt hier also direkt da drunter fahren. Okay. Also, sieht aus. Das sind die Kartoffeln. Okay. Dann haben wir 20.000 Tonnen Kartoffeln heute schon mal aus dem Feld geholt. Drüben 21. Und wir haben gleich 14 Uhr. Wo gibt es den guten Kartoffelpreis? Weil der Kartoffelpreis immer noch gut, ne? Da haben wir 300. Wobei jetzt ging ja die Kartoffelpreise in den Keller. Auch immer noch Restaurant 380. Und wieder zum Restaurant. Okay, auf dem Restaurant. Nur die 380 noch schnell mit, bevor der sich da ändert. Und haben wir 20.000 Tonnen. Und dann können wir vielleicht immer Schluss machen. Man muss ja nicht immer alles abernten. Der bringt ja nochmal 20.000 Tonnen mindestens. Und dass ich dann heute erstmal was anderes mache. Und dann fängt es vielleicht an zu regnen morgen. Und beim Regen kann man wieder gut Gruppen sehen. Also gekriegt habe ich 2 Felder. Es ist einfach so, dass ich jetzt hier einfach groggy bin. Oder? Ich muss den ganzen Tag hier quasi ernten. Den ganzen Tag hier. Also weg mit den Kartoffeln. Okay. Einmal abkippen, okay. Also 7600, ne? Ja, 7600 knapp fehlt, aber trotzdem richtig. Okay, haben wir. Und ja. Okay. Ja, kann ich die Kartoffel jetzt da lassen oder nicht? Ich möchte dann vielleicht morgen weitermachen. Jetzt haben wir den einfach den dahin. Dann arbeite ich in einer Felder weiter. Haben wir die vielleicht da so drauf? Nee, ich möchte den wieder da hinstellen, wo der immer steht. Da möchte ich den hinstellen. Da oben nicht erstmal neue Listen einführen. Ja, als da steht, wo da ist so dahin. Da ist der Stammplatz. Hier so dahin. Okay. Dann nochmal abhängen. Okay. Was sagt das eigentlich meine Bilanz hier? Einnahmenbilanz habe ich also heute 16.000. Was habe ich jetzt? 13.000. Was war das denn nochmal? Sonstiges 13.000. Was war das? Ach, das war der Kalk. Das war der Kalk, ja.
Okay, das war der Kalk also. Jetzt schauen wir mal, was wir mal machen müssen hier bei den Feldern. Die Bodenbeschaffenheit. Da haben wir 2 Felder, die sind geflüscht. Da möchte ich jetzt Kartoffeln legen. Machen wir das mal. 2 Felder, damit wir dann wieder ernten können. Wo ist die Erntemaschine? Da ist die Erntemaschine. Das gute Stück hat 100 € gekostet. Also da hat gleich einen Dünger drin und Kartoffeln. Und da kann man also gleich, okay, anheben. Jetzt habe ich also 40 Dünger oder 442, Kartoffeln 600. Ja, 50 Dünger steht da irgendwo, oder nicht? Da habe ich dann nicht 50 Dünger. Und da komme ich nicht an. Das ist zu weit weg hier. Da habe ich 50 Dünger. Brauche ich im Moment nicht, komme ich vielleicht so hin. Können wir uns drum kümmern. Vorne im Shop habe ich schon noch 50 Dünger stehen. Also geht es immer darum, das Feld hier zu machen. Da können wir mal oben anfangen. So fange ich immer hier unten an. Und ich kann mal hier anfangen. Das ist richtig Feld, Moment. Das Feld kann ich ja gar nicht machen. Das Feld, da oben muss ich an. Das sind die beiden Felder. Und da der Kalk fließt. Und dann werden wir jetzt hier da die Kartoffeln legen. Okay. Wie sieht es aus? Maschine einschalten und absinken. So. Und dann können wir jetzt hier erstmal eine Runde fahren. Fahren wir jetzt mal hier eine Runde. Und dann legen wir jetzt mal Kartoffelbahn. Also, der verbraucht gar nicht so viele Kartoffeln, glaube ich. Und dann können wir den mal so hier hochfahren. Und dann fahren wir hier so hoch, wie ich das bisher auch immer hatte. So meine Touren. Okay, dann kann der jeder nachher schon mal, das wird jetzt gesät, Kartoffeln, gedüngt sind sie. Hier läuft der Dünger gleich mit rein. Beim Säen, das heißt, ich habe den Sägevorgang und das Düngen gleich mit drin. Und dann fahren wir die nächsten 2 Spuren ab. Ja, also läuft gut, denke ich mal. Läuft gut. Da fahren wir hier so dran vorbei. Dann ziehen wir das hier so hoch. Und dann ziehen wir das hier runter. Ja, die Akademiker, die Agrarakademiker, der mit Linie und Stift, die schlagen jetzt den Kopf zusammen, die Hände über dem Kopf, was der Idiot hier macht. Aber seit meiner kam und ich finde die Lösungen, die praktikabel sind. Okay. Okay. Selbst ist der Mann und selbst ärgert der Mann. Also. Und die Kartoffel, die kommen ja bösartig aus der Erde.
Also ein paar Stunden später kann man schon sehen, dass da was kommt. Ja, also danach muss ich nochmal düngen, noch ein zweites Mal. Also wir haben jetzt 14 Uhr und ich bereite quasi die nächsten Erntevorgänge vor. Man muss ja erstmal säen, bevor man ernten kann. Und gestern habe ich also geerntet und heute auch schon 14.000 schon eingenommen. Ein guter Preis. Wunderbar, wunderbar. Haben wir vielleicht ein paar schwarze Stellen, ein paar weiße Stellen, aber das soll uns dann nicht kümmern. So krank sind wir dann auch nicht. Und so einen großen Löcher möchte ich auch nicht da drin haben. Den fangen wir jetzt mal ab. Und dann haben wir die anderen noch. Das fangen wir jetzt auch ab. Und dann fangen wir jetzt hier runter. Ja, hurra, es klappt alles. Mit dem Wald auch gleich durch. Ja, die Vögel, die haben Spaß hier. Die picken sich auch was von der Saat aus. Okay, sie müssen auch leben, ist in Ordnung. Also da haben wir alles frei. Da oben haben wir noch was. Dann fahren wir gleich zu den nächsten. Ja, vom Flüssigdünger geht da eigentlich der Verbrauch. Bei den Kartoffeln auch. Also, nächste Runde. Nächste Runde. Und das Feld hier bearbeiten. Also, ich weiß nicht, was er gemacht hat. Wieso der so viel Kartoffeln verbraucht hat. Der Helfer. Da hatte ich neulich einen Helfer und da habe ich ihn auf den Preis an Kartoffeln bezahlt. Für das große Feld. Da hat es fast 4.000 gekostet. Nur das Feld. 5.000. Nur das große Feld hat sparen können. Ja, also brauchst du vielleicht eine Palettengabel und vielleicht von dem Flüssigdünger ein paar Kanister hier auf dem Hof, dass ich dann immer auch mal schnell nachtrinken kann, wenn der Dünger ja leer ist, weil da gehen nur 800 Liter an und jetzt habe ich zwar noch was auf dem Hof stehen, aber und auf dem Shop habe ich auch noch Dinge stehen. Also dann müsste ich den auf dem Hof mal irgendwo hinstellen, dass ich da gut rankomme, dass ich da gut dran vorbeifahren kann, weil der Bauern ist, das ist ja das Geschäft des Bauern ist quasi, dass er jetzt hier Kartoffeln sät dauernd und ja, ist das lukrativ? Ja, ich sagte ja, dahin hier gibt es 14.000, 7.000, 14.000, 21.000 mal mit den 3 Feldern hier. Und dann habe ich drüben noch das große Grasfeld. Das gibt auch nochmal 20, so 40, 45.000
wenn ich es als einen Tag abernten würde, was ich aber nicht schaffe. Dann müsste ich ja Tag und Nacht ernten und Tag und Nacht ich müsste den anderen Flüssigkeitstank einfach mal ein bisschen vorschieben. Den habe ich ja so an die Seite so achtlos beschafft. Das ist ein wichtiger Tank hier. Das ist ein wichtiges Mittel für dieses Gerät hier, für den Kompletter, der quasi Kartoffeln und gleichzeitig noch düngt. Dadurch habe ich also einen Düngvorgang gespart. Einen Arbeitsgang auch nochmal. Das muss man ja alle 3 Felder nochmal düngen. Einmal düngen muss man sowieso, aber so habe ich quasi einen Vorgang gespart. Früher hatte ich jetzt mit den Ölsaaten quasi das eingespart, aber Kartoffeln und Ölsaaten kann ich momentan nicht machen. Mir fehlt eine Sämaschine dafür. Und dann habe ich hier mehrere Gruppervorgänge. Ja, jetzt wollte ich hier, da wollte ich auch noch Rüben mal versuchen, Rüben zu einzusetzen, dass ich also nicht nur Kartoffeln habe, sondern dass ich noch Rüben habe. Weil die Idee, um das mal auszuprobieren, wie ist der Ertrag bei Rüben und dass ich mir dann die Geräte dafür auch erstmal diese, mal zu sehen, was dabei überhaupt so rumkommt. Ja, gut, damit sind wir hier durch. Und da haben wir noch was nachzubearbeiten. Jetzt ist frei soweit, bis auf da unten die Ecke. Und die auch mitnehmen. Und hier ist halt frei. Sieht so aus, ne? Sieht so aus. Alles frei, sehr gut. Was haben wir hier für komische Löcher? In der Mitte. Okay, das war's. Dann haben wir das falsch gemacht. Können wir das ausschalten, den hochmachen und dann stellen wir sie wieder ab hier. Was haben wir? Der Tank ist ja fast leer. Jetzt müsste ich sehen, dass ich bis zum nächsten Mal, also bis zum nächsten Mal, dass ich bis dahin, okay, einmal abhängen, okay, dass bis dahin quasi mal den Tank ein Stück vorgeschoben bekomme, kriege ich den Tank vorgeschoben, damit ich ja wieder hier so rein, möchte den Tank ein bisschen vorschieben, da haben wir den Tank, jetzt möchte ich den mit dem bisschen Vorschieben nach vorne, damit ich ja besser klarkomme. Und haben wir den jetzt, ja gut, jetzt haben wir gut. Und dann können wir gleich mal hier den anhängen hier. Dann füllen wir den gleich auf. So. Und ich weiß gar nicht, wie viel da drin ist. Und im Shop haben wir jedenfalls noch ein paar. Müssen wir die mal mitnehmen. Also die Kennliste. Ja toll. Habe ich wieder den verpasst hier. Okay.
Jetzt haben wir den. Okay, anhängen und los geht's. Los geht's. Und dann, da sind wir. Das ist der richtige. Ja, das ist der richtige. Mit Flüssigdünger. Mal sehen, ob wir den Kanister hier voll machen können. Ich habe jetzt also nur 1 Liter drin. Mal sehen, ob das dann leer ist. Geht okay. Jetzt mal einschalten. Ja, der füllt den Tank. Schon wieder leer. Das war nicht viel. Das war nicht viel. Aber jetzt haben wir den auf jeden Fall schon mal weg. Jetzt haben wir vorhin auch noch einen Tank, glaube ich. Wir gehen da rein immer. Im Shop steht auch noch einer. Also, das ist für ein Viertel reicht das noch. Und also, wieder zurück. Und dann wir das Geld jetzt hier ins Grüne irgendwo rein. Und da wurde er nicht stört. Hier stört er nicht. Okay, und die hinstellen. Und oder kann man den da drüben hinstellen? Hier stand der jetzt. Da hat sich den hier so angesetzt. Dann nach vorne geschoben. Ja, guter Platz hier. Wischt doch, ne? Okay, am Absitzen haben wir das. Gut. Jetzt haben wir wieder 16 Uhr. Und Kreisgemeter haben wir unter ganz. Das sagt jetzt, was sagt die Bilanz? Bilanz ist positiv, aber dann müsste noch ein bisschen Gas gemäht werden. Und das mache ich jetzt. Da sind wir. Also, vielleicht erstmal absenken. Haben wir. Dann wechseln. Dann lenken wir das auch ab. Schaffen wir den auch ein. So. Und mäht ihr jetzt oder mäht ihr nicht? Die sollte eigentlich mähen. Die sollte mähen und der mäht jetzt auch. Okay. Also, es wird gemäht hier, meine Lieblingstätigkeit. Und so mache ich mir gleich. Okay, dann mähen wir das Ganze hier ab. Dann mähen wir das Ganze ab. Jetzt haben wir da oben die Saatmaschine stehen. Jetzt kann ich viel zu mähen. Das ist gerade noch flach. Da habe ich gestern gemäht, um 16 Uhr. Das ist ja ganz nachgewachsen. Das ist ja ganz richtig nachgewachsen. Okay. So schnell wächst es dann auch nicht nach, oder wie? Da haben wir gerade. Hier haben wir Holzgras. Holzgras. Und dann können wir das hier mal, bauen wir hier mal so hoch. Das wir gestern noch nicht abgeerntet haben, ne? Also können wir schon mal einen abwerfen. Und weiter geht es. Und weiter geht es. Das war also hier oben das Grasmähen. Das sind wieder die gemeingefährlichen Bäume. Die Fußangelbäume, wo ich dann gerne hängen bleibe. Also hier wächst das Gras gut. Muss das Gras jetzt gedüngt werden oder? Ich glaube nicht. Das Gras wächst quasi hier umsonst.
Okay. Aber haben wir das hier mitgenommen? Dann sind wir jetzt hier, fahren wir wieder runter. Okay. Haben wir jetzt gleich wieder einen voll, oder? Schauen wir mal. Und dann fahren wir mal so vorbei am Feld. Und dann greifen wir mal hier so das ab. Okay. Zweite Runde. Zweite Runde. Okay. Ich bin aber heute nicht so ergiebig. Hab ich jetzt das Vieh abgereizt oder bin ich gedüngt? Hier steht der Gas wieder sehr gut. Dann können wir das diese mitnehmen. Hier steht ja auch gut, ja. Dann können wir jetzt wieder einlassen. Jetzt. Also Ballen sehe ich hier nicht viele. Ich habe ja noch nicht viel gemäht hier. Hatte mal angefangen. Ich weiß gar nicht, kriege ich heute gut Preis für Ballen oder? Jetzt könnte ich morgen, ja, in der Sonne aus und Regen. Oder wie? Ich möchte also einfach jeden Tag hier verschiedene Einnahmequellen haben. Ein bisschen was durch Gas, ein bisschen was hier durch Kartoffeln. Und dann hatte ich noch Hühner früher, dass ich also da so flexibel aufgestellt bin. Und dann werde ich noch experimentieren mit den Rüben. Dass ich mit den Rüben experimentiere. Und das möchte ich wieder voll. Und wieder abpassen. Und weiter geht es. Wieso liegt das hier? Hier rum. Wenn wir das hier noch einsammeln. Und dann nehmen wir das Gas mit. Zweite Runde Gras. Hier haben wir schönes Gras, hohes Gras. Ja, also 17 Uhr haben wir gleich. Was habe ich bis jetzt? 20.000 Tonnen. 14.000 Tonnen habe ich quasi geschafft mit Kartoffeln. Und dann vielleicht habe ich morgen wieder 14.000, wenn ich den ersten bekomme. Und dann hole ich nochmal 10 Stück vielleicht so mit Gras. Und das sind 24 Tonnen, 24.000 Tonnen Einnahmen pro Tag. Festeinkommen oder wie? Kann man so nicht sagen. Also da habe ich wieder einen fertig. Also gestern hatte ich 8. Das habe ich jetzt heute hier bisher. Ich sehe gerade jetzt mal einen hier. Einen einzigen sehe ich bisher. Und
haben wir schon mal 2 Felder hinten. Die können man nach dem Waschen, muss ich die nochmal düngen, das zweite Mal. Und dann wird das Feld wechselt schon nicht mehr so hoch hier wie beim letzten Mal. Oder bilde ich mir das nur ein? Jetzt brauche ich auch eine Zeit, sich zu erholen. Hier fangen wir mal so rechts rum und hier fangen wir einfach mal rein. Ein schönes, saftiges, hohes Gras. Okay. Da liegt ja von gestern rum. Da liegt ja von gestern was rum. Jetzt geht's in die Liegeplätze habe. Also, einmal auswerfen bitte. Und weiter geht es. Weiter geht es. Weiter geht es. Wir sind nicht von heute, oder? Von wann denn? Von wann denn bin ich von heute? Ich war da hier oben noch gar nicht, oder ja? Kommen wir hier mal. Wir sind dann vorbei. Die kleinen Bäume sind auch türkisch, ich weiß. Bin schon drauf reingefallen, aber nicht heute. Nicht heute. Also, wenn wir eine Kurve machen hier, dann kommen wir wieder zurück. Wieder rein ins Gras. Wo sind wir? Bald wieder voll, ja. Und dann noch was und dann noch was. Okay, können wir wieder anders werfen. Was habe ich denn? Da rollt einer runter schon mal. Also, in letzter Zeit sicher gar nicht mehr so viele Ballen. Also, mit der neuen Maschine kann ich natürlich viel schneller, viel mehr Geister beenden. Und das mache ich jetzt quasi auch. Und wieder um. Und sauge jetzt das Gras hier ein. Ja, ob das jetzt gut ist für die Natur, weiß ich nicht. Wenn ich jetzt hier in den Ruhegebieten, da wo sich vielleicht die Natur zurückzieht, wo man bisher der Mensch so nicht rankam, wenn ich das jetzt hier gnadenlos immer so ausbeute, da jeden Tag mit dem Traktor durchfahren. Ja, ob das so gut ist, weiß ich nicht. Überhaupt einmal der ökologische Landbau, der steht hier bei diesem Wirtschaftssimulator nicht an erster Stelle. Ist vielleicht heute in der Zeit der Massenherstellung, der industriellen Fertigung vielleicht auch ein Luxus. Wir müssen sehen, dass wir die 8, 9 Milliarden, dass wir die satt bekommen. Und die bekommen wir mit der traditionellen Methode halt nicht satt, denke ich mal. Dazu brauchen wir andere Fertigmethoden, Kunstdünger, andere Formen der Entwicklung. Ich bin schon wieder durch hier. Ich weiß gar nicht, wie lange jetzt schon. Also, wir haben jetzt die Wahlen. Also ich war bei der ökologischen Landwirtschaft sowas möglich, eine biologische, ökologische, eine, die schonend mit der Natur und den Ressourcen umgeht. Also wenn ich jetzt den Flüssigdünger da reinschmeiße,
das hier dauernd absehen, den ich also jede Enttäuschung, das ich gar nicht eingesammelt habe. Ja, auch wieder, ja gut, dann nehmen wir das hier mit jetzt, beim zweiten Mal. Also mein Geistesapparat nutzt es gar nicht mehr. Bin schon wieder voll. Wo sind die ganzen Ballen? Ja, ich habe gar keine Ballen hier. Ich müsste doch Ballen sehen. Ich müsste doch Ballen sehen oder nicht. Wenn ich hier dauernd kreise und kreise und kreise, dann müsste ich doch hier überall Ballen haben. Ich habe ich aber nicht. Jedenfalls sehe ich hier keine. Nicht so viele. Ich sehe aber viele Flächen, die ich hier noch gar nicht abgesaugt habe. Ich wollte umfahren. Da hinten sehe ich jetzt welche. Okay, jetzt habe ich mir einen Baum hier mitgenommen. Haben Sie mal, tut mir leid, Baum. So, okay. Da unten liegen also ein paar Ballen. 4 Stück da hinten, da unten 5 Stück vielleicht, ja. 5 Stück. Vielleicht sogar 6 Stück mit dem hier vorne. Und schon wieder ein fertig. Und wieder ein neues holen. Also 2, 3, 4, 5, 6. Muss ich auch gleich mal 18 Stück haben. Mehr wie 10 baue ich nicht, oder? Wir wollen nicht reich werden, sondern wir wollen nur ein bisschen. Da ist schon einer. Wir wollen ja nur. Da können wir das mal mitnehmen. Das haben wir vorhin hier liegen lassen. Okay, die Sonne, die Menge haben wir auch noch liegen lassen. Da jedenfalls so aus vorhin. Okay. Dann fahren wir wieder hoch. Was haben wir? 17 Uhr haben wir. Ja, hier haben wir bald meine 10 Stunden um hier. Mein Tagespensum. Um 6 habe ich angefangen. Und ja, 14.000 bisher verdient mit der Kartoffelernte. Dann hoffe ich, dass ich morgen mit der Kartoffelernte weitermachen kann. Okay. Wird schon wieder voll. Okay. Wir sollten jetzt langsam reichen, ne? Denke ich mal. Noch ein Ball. Noch ein Ball für heute. Oder wie sieht's aus? Noch ein Ball heute. Okay. Dann lassen wir die Natur in Ruhe hier. Da haben wir noch 2 Ballen. Okay. Ich möchte einen Ball haben. Zu diesem Zweck wollen wir das hier mitnehmen. Dann vielleicht hier nochmal so ein Stück mitnehmen. Und hier können wir vielleicht auch noch ein Stück mitnehmen. Das heißt, hier so abkreisen. Und die Ränder sozusagen. Und vielleicht auch noch.
dass ich dann so die günstige Welt mal einfahren. Ich möchte jetzt Schluss machen. Ich möchte eigentlich Schluss machen hier. Ich gehe noch gereizt, ich gehe super gereizt. Aber das reicht jetzt nicht für den Ball, ne? Ja, ich sage schon. Im Moment bin ich schon wieder draufgefallen. Da liegt schon wieder einer. Den habe ich gar nicht gesehen. Die haben sich hier versteckt hier. Okay. Wie sieht das aus? Ich sehe die paar langsam mal voll. Ich möchte nicht Feierabend machen. Ich kann sie nur so aus Verlegenheit rum, jetzt ist mal voll. Okay, dann werfen wir den ab. Dann werfen wir einen ab. Und dann werfen wir ein Stückchen vor. Und dann werfen wir noch einen ab. Wenn die fertig sind, werfen wir noch einen ab. Der kommt dann hier hin. Damit der jetzt, wenn der fertig ist, hoffe ich. Mal sehen, der weg jetzt hier. Und dann stellen wir das hier mal ab. Und dann bleibt das hier stehen. Okay, also, jetzt wollen wir mit dem jetzt hier erstmal weiterfahren, die Nose holen. Okay, machen wir jetzt mal den Osus. Dann sammeln wir mal die Beine ein. Was bekommen wir jetzt heute dafür? Durch das ungünstige Bein, habe ich dir schon mal gesagt, du hast so ein Talent, immer dahin zu räumen, wo du wichtig ist. Der Ball. Der Ball. Okay, haben wir. Haben wir ausfahren? Haben wir auch. Und dann los geht's. Los geht's auf Ballenjagd. Den ersten jetzt hier. Ballenjagd 1 zum ersten. Ja, haben wir. Dann Ballenjagd zum zweiten. Haben wir auch. Da zum dritten. Und 3 Ballen. Haben wir 3 Ballen und also, da war noch der vierte. Den wollte ich eigentlich anpacken. Und den haben wir jetzt auch. Okay. Jetzt haben wir 4 Stück, ja. Dann haben wir da Nummer 5. Nummer 5. Dann haben wir hier Nummer 6. Haben wir da Nummer 6. Und jetzt haben wir da unten Nummer 7. Und dann Nummer 7. Nummer 7. Und da stehen alle rum. Da haben wir Nummer 8. Dann haben wir hier Nummer 8. Da hatte ich keine mehr drauf, ne? Hier Nummer 8. Der sagt vorhin schon Weg, okay. Dann können wir jetzt mal zur Scheune fahren. Was gibt es jetzt bei der Scheune? Für Geld für einen Ball. Wo sind wir jetzt bei Ballen? Wo sind wir jetzt hier? Da sind die Ballen, also der 361 Super Preis, sage ich mal. 361 für 1000 Liter. Das heißt 4 mal 361, das waren fast 1600 pro Ball. Das gibt heute einen guten Preis.
361. Müsste ich dann ja fast hier 10.000 kommen. Komme ich auf 10.000 und da haben wir 10.000 Einnahmen. Dann kaufe ich vielleicht nochmal 2, 4 Stück dazu. Das gibt dann nochmal, was ist das? Bei 400 werden das 100, sind nur 350. Bei 700 werden 1400 pro Ball, mal 8.000, und 8 mal 4, 2004. Das ist also so 10.400 geben ungefähr. Pi mal Daumen. Also, sieht das aus hier? Sieht hier gut. Weiterfahren, so ja. Dann machen wir den mal hoch. Hier lässt du da unten. Dann tun wir den hoch. Also, was ist denn? 11.200, 11.500 sogar. Ja, super. Also, 360 sind da jetzt so mehr wie 350, ne? Okay, mit dem wir einfallen. Und die wir hoch. Und das setzen wir mal wieder ein. Dann fahre ich mal den Schlüssel. Das steht um hier. Okay, dann fangen wir aus. Ja, super. Mit 10.000 eingenommen. Das gefällt mir. Habe ich also heute 14.000 durch Kartoffeln eingenommen und 10.000 durch Gas. Schaffe ich heute vielleicht halb Gas, halb Kartoffel. Es fehlen mir noch ein paar Ballen jetzt hier bis 18 Uhr. Also, da ist schon mal einer. Die wir jetzt mal aufgesammelt. Da haben wir Nummer 1. Da haben wir Nummer 1. Ist Ihnen das gefallen? Ja. Da haben wir Nummer 1, okay. Dann müssten wir jetzt hier den noch wieder haben. Hatte ich hier nicht viel gesehen. Da liegt eine, genau. Da liegt schon mal eine. Da liegt schon mal eine. Und dann liegt da hier noch eine. 3. Dann haben wir da sogar 4. Wie kommt der denn da hin? 4. Okay. 4 Stück. 4 Stück jetzt hier. Mehr geht nicht, oder? Reicht doch, oder? Reicht das nicht? Doch, das reicht. Das heißt hier nur mein Grundstück. Das ist nur mein Grundstück hier. Langsam, langsam. Langsam, langsam. Ich fahre hier bald senkrecht. Also, wir haben alles 4 Stück aber drauf. Also wieder zurück. Haben wir 12 Stück heute. 12 Stück heute. Da haben wir keinen mehr. Da haben wir keinen mehr. Okay, 12 Stück. Nummer, was sagte ich, 16, 32,
ja, die Hälfte quasi von 11.000. Muss es 5.000, 6.000 geben. Genau. 8 Stück habe ich vorhin gehabt und jetzt haben wir noch 4. Müsste ich also so 5.000, 6.000 bekommen. Damit haben wir heute 15.000. Ich dachte, ich hätte die hochgemacht. Habe ich doch nicht hochgemacht. Okay, der nervt hier. Auch meine Lieblingstätigkeit, immer den Bügel tauschen lassen. Und oder das Rohr, irgendwas lasse ich dann immer tauschen. Okay, das jetzt hier. Dann schön weiterfahren, so. Dann hochfahren. Und dann fahren wir die 8 Stück hoch. Also, Abfahrt, was sagst du? Ja, 5.700, genau. 4 Ballen. Das heißt, ich habe 16.000 Leute mit dem Gas verdient. Und dann gucken wir mal, wie die zurückfahren. Und müssen wir hier so reinfahren. Also 15.000 an Ballen und 15.000 an Kartoffeln. Das heißt, fast 30.000 heute. Ja, ein guter Verdienst. 30.000 knapp. Ich habe mir 1.300 ausgegeben für Kalk. Und ja, Verbrauch haben wir natürlich jetzt ja auch Kunstdünger und so. Den Flüssigdünger. Stellen wir den erstmal in den Ort. Immer in dieselbe Stelle hier drunter, genau. Hier ist der Ablageplatz für den Osus. Damit ich ihn wiederfinde, haben wir gesehen, okay, dann fahren wir jetzt mal da hoch. Ja, also, das Feld haben wir noch gar nicht abgehandelt, das können wir auch noch machen, aber so geldgierig sind wir jetzt auch wieder nicht. Also, 18 Uhr, was hat die Bilanz? Bilanz hat 32.000, super. Super. Das heißt also, wir können jetzt mal was hier zurückbezahlen von den Zinsen. So. Wenn ich heute kein Geld mehr ausgebe, kann ich das dann auch schaffen. Okay, jetzt haben wir noch 270.000 Schulden. Und wie sieht es bei den Feldern aus? Bei den Feldern, da wollte ich eigentlich mal die Felder anschauen. Da sind die 2 Felder sind schon voll im Wachstum. Und Bodenbeschaffenheit, die sind auch gedüngt, ja. Und da hinten wird er schon teilweise abgeerntet. Und da ist schon abgeerntet worden. Das heißt, das muss ich morgen machen und den Rest mache ich da morgen. Ja, kann man so machen, 20.000. Habe ich heute also 2 Felder, ein Feld bearbeitet. Ja, gut. Wenn das Wetter morgen mitspielt, heißt das natürlich nur, wenn nicht, ja. Wenn nicht, bleibt es liegen halt. Ne? Was nicht geht, geht nicht. Also,
Was können wir jetzt noch machen heute? Wir können vielleicht noch einen Düngvorgang machen. Dass vielleicht die Felder schon mal düngen, das zum zweiten Mal. Da ist zwar ein guter Dünger drauf, aber diese ist in der Wachstumsphase. Da auch, dass jetzt in der Wachstumsphase da wieder 10% drauf fallen. Und dann habe ich den guten Dünger drauf. Und die sind in der Düngephase gedüngt worden. Die haben eine gewisse Düngung bekommen, eine Grunddüngung. Okay, haben wir. Und dann kommen wir jetzt hier mal zu den Feldern. Was ist das hier? Das 24, 25, 26. Den ja, kommt zu den hin. Und da kommt jetzt schon gleich das Saatgut. Das fahre ich hier mal so drüber. Dann kommt das Saatgut raus. Dann werden wir das jetzt mal düngen gleich. Dann düngen wir das. Der düngt halt. Und dann düngt er jetzt hier auch, hoffe ich. Dann kommen wir in die zweite Düngung. Und dann baue ich die dritte Düngung ab. Wieso? Okay. Nur dreimal gedüngt. Und fangen wir da oben noch ein bisschen, damit wir hier das hier so mitnehmen. Für den Fall, dass wir was vergessen haben. Und haben wir in der Mitte was vergessen? Habe ich, meistens vergesse ich ja was in der Mitte, ne? Haben wir jetzt schon mal sehen, wie das aussieht? Ne, sieht gut aus, okay. Dann können wir mal gleich zum anderen Feld fahren, zu dem da hinten. Dann düngen wir das auch noch. Also, nochmal düngen hier. Ein Düngvorgang der Nummer 2, der Wachstumsphase. Das wird dann wieder 10% geben. Ja. Und dann fange ich wieder um. Ja, genau. Dann machen wir hier wieder nächste Runde. Und dann haben wir noch eine Runde. Dann können wir bald wieder einen neuen Dünger kaufen. Okay. Und das war's dann jetzt hier. Mit dem Dünger erstmal. Wie sieht es aus? Mit dem Dünger wollte ich meinen. Das wäre ja schon, ne? Ihr wollt sehen, doch, weil sie sind auch gut gedüngt. Tiefes dunkelblau. Okay, haben wir. Dann können wir die Dünger wieder wegstellen. Und dann kommen die wieder so hoch hier rein. So rein. Okay. Also, am Shop habe ich jetzt auch noch so eine Dünger stehen. Ich muss ja das halt noch grubbern.
Dann habe ich nur dahin abzusehen. Wenn ich das heute auch noch schaffen, wenn ich heute noch einmal grubbern, dann nur Fettgrubber drüber, Grubbern läuft nicht weg. Grubbern ist nicht so eilig, was aber alt ist vielleicht die Ernte, weil morgen könnte es regnen, das ist ja vielleicht nochmal 10.000 einfacher heute. Also, sind wir, dass vielleicht bei der Ernte vielleicht hier, sind wir jetzt am Ende, dass dann jetzt hier vielleicht, okay, dass hier das Sesselwort abernte, dass hier die Kartoffelernte weitermachen und dass ich ein paar Kartoffeln einhole, bevor es anfängt zu regnen und dann muss ich das Rohr erstmal anfahren. Immer wieder dasselbe, immer wieder das Rohr hier einschalten und absenken und Marsch. Das hält immer sehr weit darauf, wie das Ernten, aber das ist eine Tätigkeit, die ich befriedigend finde und man fällt also, das fällt jetzt ab, die rein und 20.000 habe ich heute schon und jetzt geht es ja um die zweiten 20.000 zu füllen. Vielleicht 10.000 heute noch, was haben wir jetzt? 19 Uhr haben wir gleich. 19 Uhr. Okay, das hier. 9 Stückchen, okay. Dann können wir ein Stück zurückfahren. Dann fahren wir hier drüben rein. Dann fahren wir da drüben rein. Jetzt können wir erstmal hochmachen vielleicht. Dann fahren wir die Reihe ab. Dann fahren wir die Reihe ab. Die hat er hier. Aber das hier von oben ab. Dann fahren wir die Reihe 3 von oben. Okay, sind wir da drauf. 2 haben wir. Also einmal absenken, einschalten und Marsch. Und Marsch. Dann haben wir 2 Hände auf der rechten Seite. Eigentlich schaffen wir 3 ein, ne? Aber da kommt jetzt schon mal noch was. Und wir das hingelassen haben, dann kommen wir da auf 3 ein. Ja, also ein guter Altertag heute, ein guter Einnahmetag, 30.000 und noch scheint die Sonne, aber der nächste Regen kommt bestimmt. Also von daher bin ich immer gut in der Zeit. Wie sieht es aus hier? So, okay. Dann können wir ein Stückchen durchfahren. Und den Bau. Den möchte ich jetzt mal ausfahren. Den hochfahren. Und den zurück hier. Und dann machen wir hier so oben eine Kurve. Und dann fahren wir da die nächste Reihe ab. Dann fahren wir die nächste Reihe ab. Dann fahren wir die nächste Reihe ab. Haben wir. Das ist jetzt ein Stückchen zurück. Und brauche ich vielleicht nur 2. Okay Leute, einmal abziehen, starten und los geht's. Und los geht's. Wie kann, genau.
werden. Wie viel haben wir schon? 5000 Liter haben wir schon, okay. Und jetzt haben wir gleich durch. Okay, haben wir. Ausschalten, anheben und auf geht's. Müssen wir den Stück zurücksetzen, damit ich nicht so weit hoch muss. So. Könnte ich nicht auch irgendwie so hier reinfahren vielleicht schon? Die wollte ich hier von Anfang an eigentlich dass ich jetzt die Reihe erstmal abfahre, die von innen schaffe. So. Bin ich also, jetzt muss ich schon zurücksetzen, dass ich da so reinkomme. Okay, einmal absitzen, und einschalten und Marsch jetzt. Dass ich also hier da rein schaffe. Bleibt dann wieder eine ganze Reihe stehen hier. Und die holen wir nachher. Das sind nicht die Sachen, die uns hier aus der Fassung bringen. Wir bleiben jetzt auf der Spur fertig. Spur halten. Und jetzt sind wir gleich durch. So, jetzt sind wir durch jetzt, okay. Wir anhalten, hochfahren, dann fahren wir jetzt ein Stück zurück. Und dann das ist eine Probe. Und dann kommen wir hier wohin. Wo wir vielleicht die Reihe machen. Und hier die nächste Reihe. Die machen wir jetzt hier. Die machen wir. Die dritte. Dann fahren wir dann erstmal ein Stückchen zurück. So. Und am Absenken und Einschalten haben wir. Okay, und los geht's. Dritte Runde. Und müssen wir bald 10.000 voll haben, oder nicht? 21.000 habe ich schon geerntet und jetzt kommen nochmal 10 dazu. Ich gehe jetzt auf die 30.000 Tonnen zu. Da haben wir die 10.000, okay? Und wir ein Stück zurückfahren jetzt hier. Ist egal, ne? Ist egal. Fahren wir jetzt raus. Mit O. Okay, und jetzt müssen wir mal wieder wechseln. Müssen den Alkohol einschalten. Ist hier was dran? Ne? Den Alkohol einschalten. Und ja, 20 Uhr, wir können jetzt auf Feierabend machen. Genug getan für heute. Die Hand ist gerettet soweit. Anhängen. Okay, weiter geht es. Und her mit den 10.000.
Sind die jetzt hier? Wo sehe ich die Seite? Ich möchte nämlich nicht im Dunkeln haben. Wir fahren. Dann muss ich runterfahren. Wieso runterfahren? Dann so. Wieso? Okay. Jetzt haben wir den oder haben wir den nicht? Doch, jetzt haben wir ihn. Okay. Okay. Haben wir die 10.000? Haben wir die 10.000? Und da lassen wir die stehen. Dann springen wir zurück. Ja, schaffen wir noch eine Reihe. 1937 schaffen wir noch einschalten. Rohr absenken, Rohr einholen jetzt mal. Stern das langsam. Und wir können schon mit Licht fahren. Ich kann mit Licht fahren. Also, zwar nicht so dringend, aber das ist dann heute ja, wichtiger wäre vielleicht Feld Nummer 3 zu covern, ne? Das nächste Feld, und mache ich das morgen. Also, ich bin hier so besessen von der Arbeit, dass ich immer weiß, was ich zuerst machen sollte und was notwendig ist. Also ernten bringt zwar Geld, aber nicht unbedingt notwendig, ne? Also, dann können wir morgen weiter ernten. Mit dem mal rummachen, so. Können wir ein bisschen schneller runter. Dann fangen wir hier so rein. Dann fangen wir hier so rein. Und dann bleiben wir hier. Dann fahren wir das hier ab. Dann fahren wir das hier so ab. Die Reihe möchte ich abfahren. Genau. In der Reihe bleiben. Und dann absenken, einschalten und Marsch. Ja, geht also auch nachts. Noch ist kein Regen angesagt. Ob das jetzt regnet, weiß ich nicht. Ich hatte immer 10 Stunden Vorausschau hier. Also, aber die Ernte habe ich und da kann nichts mehr passieren, wenn ich den Großteil der Ernte drin habe. Und dann können wir erstmal weiter mit Gelassenheit den weiteren Krieg sehen. Okay. Und haben wir ausschalten, runter, daneben. Und dann gibt es hier nochmal Schuhe runter. Schuhe haben wir eigentlich 19 Uhr haben wir. Wird man langsam mal Farbe denken. Da haben wir noch eine Reihe, der holen wir jetzt mal ab. Machen wir die nochmal ab. Absenken und Stoppmarsch. Dann fahren wir die ab. Dann fahren wir die ab. Ja, 40.000 Tonnen, 40.000 Liter. Sollte ich bequem schaffen können. Sind ich jetzt aus der Spur gekommen oder wie?
Nee. Bin ich wieder normal? 40.000 Liter. Ja, geht hier ein bisschen bergauf. Gleich habe ich hier mal schwer zu kämpfen. Okay. Und 6500, ja. Können wir die wieder ausschalten, wieder durchmachen. Zurück. Und dann schauen wir mal, dass wir hier noch irgendwo reinkommen. Muss wir jetzt hier reinfahren? Ich sehe gar nichts mehr. Ich will jetzt Zeit Feierabend zu machen, weil man die Spur nicht mehr sieht. Und wie viel im Rand des Feldes zum Wasser. Das sind erst das Feld, das wir abarbeiten. Und dann nehmen wir mal sehen, ob da noch was zu holen ist. Und dann machen wir Feierabend. Den erst morgen, Sonntag. Dunkel 20 Uhr, bin ich wieder 14 Stunden unterwegs hier. Ja, gut verdient, ein guter Tag heute. Und nehmen wir die vorne auch noch mit. Und dann war's es. Ja, wo stelle ich ihn jetzt am besten ab? Hier oder auf der anderen Seite noch anfangen oder machen wir das? Ich lasse ihn einfach stehen, fertig. Und dann kann ich das morgen entscheiden. Okay. Dann mal Licht aus. Ja, auch Licht aus. So. Bauer macht Feierabend. Gut, die Säule dunkel. Wunderbar. Also, Finanzen heute waren also befriedigend. Da waren die Finanzen. 32 Stunden heute. Und dann machen wir morgen den Rest. Bei den Feldern habe ich also Bodenbeschaffenheit, sehr gut. Da haben wir gedüngt, ja. Und gekalkt haben wir auch. Das werden wir machen. Und was haben wir da? Wieso ist denn da gedüngt da oben? Das arbeitet sich ab, ja. Das sind der erste Absenden ist. Da oben. Okay. Also kommen dann wieder Kartoffeln drauf. Die sind schon im Wachstum, super. Und die kommen dann morgen ins Wachstum. Bodenbeschaffenheit auch prima. Ja, der Bauer ist zufrieden mit dem Tageswerk. Und die Einnahmesituation, also habe ich heute 17.000 von den Ballen und 16.000, also 50-50, 50% Gas und 50% Ballen. Ja, ein guter Tag hatte ich gestern auch so ungefähr. Jetzt sind auch Ernte 17.000 und dann 14.000. Aber davor hatte ich 1.000 und davor hatte ich 12, da hatte ich keine Einnahme durch die Ernte. Also ich müsste sehen, dass ich so eine Balance hinbekomme zwischen Ernte und zwischen Ballen. Ja, also 30, 28, 30.000 Tonnen, 30.000 Euro sind eigentlich ein guter Wert. Da konnte ich dann auch meine Kredite reduzieren. Ja, super. Also, Feierabend machen für heute. Das war's, Leute, und tschüss.